Ich habe super gute Betreuung gefunden in allen Ebenen. Also war es jetzt in den Kliniken, war es in den ambulanten Betreuungen, Kunsttherapie, sonstige Betreuung. Also ich habe da ein Wahnsinnsglück. Es lohnt sich, in Therapie zu gehen. Das ist tatsächlich eine Störung, die so belastend sie ist und so belastend und chronifiziert sie teilweise ist, letztendlich sehr, sehr gute Behandlungserfolge hat. Traumatherapeutischen Methoden sind zurzeit die effektivsten psychotherapeutischen Methoden, die es gibt. Das heißt, mit wenigen Sitzungen habe ich eine extrem hohe Erfolgsquote. Also ich bin wirklich positiv überrascht gewesen. Erstens einmal, dass es sowas gibt und zweitens, dass es auch wirklich ja, geholfen hat. Die Symptombereiche der Wiedererinnerung, das heißt der Intrusion, der Vermeidung und der Übererregung. Das sind die 3 Bereiche, die die posttraumatische Belastungsstörung ausmachen. Man muss an das Ereignis denken, auch wenn man nicht dran denken will, hat Albträume. Wenn die Erinnerung hochkommt, fühlt man sich, als wäre das jetzt gerade erst wieder passiert, kein zeitlicher Abstand dazu. Ich vermeide die Orte, die mich daran erinnern. Ich vermeide Gespräche, die mich daran erinnern. Bilder, Eindrücke. Ich schaue mir bestimmte Fernsehsendungen nicht an. Im Organismus, im Gehirn passieren bestimmte Dinge, die zu einer chronischen Übererregung führen, die sich dann in Reizbarkeit, Schlaflosigkeit, Schreckhaftigkeit und so weiter ausdrückt. Alles zusammen sehr anstrengende, kraftraubende Symptome. Die Patienten haben häufig auch Erschöpfungssymptome, Schlafstörungen und kommen mit so einem ganz typischen Komplex von Symptomen in die Beratung oder in die Klinik oder Praxis. Wegen jeder Kleinigkeit, die du eigentlich früher ganz normal gemeistert hast, machst du jetzt so ein großes Thema draus und nichts läuft mehr eigentlich so, wie es vorher war. Es kam oft der Gedanke, wo ich mir echt gedacht habe, jetzt dreh ich komplett durch. Also. Wenn ich am Anfang darüber gesprochen habe, war es so, dass ich eigentlich immer geweint habe. Also spätestens, was weiß ich, nach der Hälfte der Schilderung war es so, dass mich irgendwie auch diese ganzen Emotionen wieder total hochgekommen sind und ich immer sehr damit gekämpft habe. Oder was ganz schlimm war, wenn Autos an der Kreuzung gestanden sind und haben sich noch mal ein Stück vorrollen lassen. Da ist mir eigentlich sofort das Adrenalin ins Blut, das Herz hat geklopft bis zum Hals und ich bin ganz vorsichtig gefahren. Ich habe immer geschaut, dass ich auf alles achte, dass ich wirklich alles sehe. Ja, und so hat sich das eigentlich wieder gespiegelt. Ich habe auch ganz oft so kleinere Panikattacke gehabt und dann Beruhigungstropfen gekriegt, damit ich wieder runterkomme, weil das Herz hat einem bis zum Hals geschlagen, man konnte nicht mehr aufhören mit Weinen. Ich habe sogar schon Kopfweh bekommen vom Weinen. Es kam auch dann dazu, dass ich ein paar Mal sehr schlecht geträumt habe, was dann für mich auch der Auslöser war, dass ich gesagt habe, okay, das wird nicht von alleine gut werden. Also das hat doch offensichtlich sitzt das doch wesentlich tiefer. Ich finde es gut nachvollziehbar, dass sich das für Betroffene so anfühlt, als wäre in ihnen etwas fremd geworden, als wäre durch das Trauma etwas entstanden, was sie nicht mehr kontrollieren können. Sie sind den Symptomen ausgeliefert oder fühlen sich den Symptomen ausgeliefert. Zum Beispiel, wenn ein Auslösereiz kommt und automatisch der Stress losgeht, da ist plötzlich was Fremdes in der Seele. Dabei ist es eigentlich nur die Erinnerung, die nicht verarbeitet werden konnte und sozusagen ihr Eigenleben führt, sobald der Stress angetriggert, angestoßen wurde. Das Ganze war wie ein riesen Chaos, immer inneres Chaos und man hat überhaupt nicht gewusst, was eigentlich los ist. Also wie so innere Dämonen. Und ich bin mir so vorgekommen, das ist so der Lebensfluss, der wird immer dünner und immer tröpflicher und die letzten Tropfen, die werden schon von den Dämonen, unter anderem Todesdämonen, werden die schon empfangen und ja, keine Ahnung und keine Chance, wie ich da rauskomme und was man da machen kann.
Es ist gar nicht so einfach zu definieren, was genau ein Trauma ist. Umgangssprachlich sagt man, es ist etwas, was die Bewältigungsmöglichkeiten überfordert. Die Definitionen nach den Diagnoseklassifikationen sind sehr viel genauer. Die sagen, es muss ein objektiv traumatisches Ereignis sein, das auch andere Menschen belasten und potenziell traumatisieren würde. Und es muss eine starke subjektive Reaktion darauf geben. Angst, Hilflosigkeit, Ohnmacht. Man unterscheidet grundsätzlich in Typ 1 und Typ 2 Trauma. Das heißt, in traumatische Ereignisse, die einmalig, akut passieren und traumatische Ereignisse, die wiederholt und chronisch passieren. Einmaltraumatisierungen führen typischerweise zu den Symptomen einer posttraumatischen Belastungsstörung, also dieser Symptomtrias, sich aufdrängende Erinnerungen, Angstzustände, körperliche Übererregbarkeit. Mehrfachtraumatisierungen erschüttern das Grundgefühl von Sicherheit in einem noch größeren Maß. Es kommt häufig zu Misstrauen anderen Menschen gegenüber, zu Ängsten, die sich einen viel größeren Bereich betreffen, aber eben auch zu Verunsicherung bezüglich der eigenen Person. Bin ich liebenswert? Bin ich nicht vielleicht schuld an dem, was passiert ist? Muss ich mich schämen? Ekel, Schamgefühle, all sowas gehört mit dazu. Das war also eines der heftigsten Traumen überhaupt, was einige Jahre gedauert hat. Und das war so ein Versuch, das darzustellen. Und es war extrem schwer, das Bild zu malen. Ich musste es immer wieder weglegen und ich konnte es auch nur malen, wenn ich es zugedeckt habe. Deswegen ist es auch heute noch zugedeckt. Und am Ende haben wir dann eine Ressource auch entwickelt in der Therapie. Und es stellt halt auch so die Dissoziation dar, wie man aussteigt während das passiert. Und das ist halt so quasi eine gute Fee, die dem Kind dann hilft. Und ja, das sind halt die Typen, die da was anstellen, aber mehr kann man dazu noch nicht erzählen. Ich kann überhaupt sehr schwer darüber reden. Wenn man jetzt nach außen guckt, also auf das Ereignis, dann können das Dinge sein, die einfach mit Todesangst verbunden sind, also Autounfälle, schwere Unfälle. Aber was bei Kindern auch ein wichtiger Bereich ist, dass eine Zeugenschaft von schlimmen Ereignissen, und das kann sogar am Fernsehen sein, also Sie sehen in Medien bestimmte Ereignisse bei den Kindern große Angst auslöst. Und wenn sie in diesem Moment zum Beispiel alleine sind, keine Unterstützung haben, nicht drüber sprechen können, dann kann das sein, dass diese Beunruhigung kodifiziert und daraus dann eine Traumafolgestörung entstehen kann. Daneben natürlich die klassischen Themen wie sexuelle Gewalt, körperliche Gewalt, Vernachlässigung. Das sind ja die klassischen Themen für Komplextraumatisierung, die auch den größten Bereich ausmachen. Wir wissen, dass Traumata, die intentional waren, das heißt von Menschen zugefügt, beabsichtigt und über einen längeren Zeitraum wiederholt stattgefunden haben, ein höheres Schädigungspotenzial haben. Das heißt, die führen eher zu Belastungsreaktionen als Traumata, die zum Beispiel nur einmalig und akzidentell waren, zum Beispiel ein Autounfall. Also viele Menschen wissen, dass die posttraumatische Belastungsstörung als spezifische Folge von psychischen Traumatisierung anzusehen ist. Es gibt aber auch weit mehr Folgen, die manchmal auch nicht sozusagen direkt mit Traumata assoziiert werden. Beispielsweise können Angststörungen entstehen durch traumatische Ereignisse, dass einfach dann Ängste da sind, die sich zunehmend ausbreiten, die chronifizieren. Es können depressive Erkrankungen entstehen, depressive Verstimmungen, die einen im Alltag behindern und dann wirklich Krankheitswert bekommen aufgrund von traumatischen Belastungen. Es können körperliche Beschwerden auftauchen, die nicht ausreichend durch die körperliche Ursache erklärt werden können, sondern eben auf psychische Belastungen nach Traumatisierung dann sich zurückführen lassen. Eigentlich das ganze Spektrum an psychosomatischen und psychischen Beschwerden kann potenziell auch durch Traumatisierung ausgelöst werden. Ich bin länger in Therapie gewesen, weil ich an Depressionen leide. Und das wurde sich schon gefragt, weil ich nicht ganz typisch wie ein Depressiver von meinem Alltagsverhalten bin. Und ich dann schon ganz klar auch Symptome geäußert haben, die in Richtung Traumatisierung gingen. Also dass mich Situationen so
überanstrengen und dass ich darauf reagiere, indem ich halt mich einfach völlig abkapsle davon. Bei Höhepunkten waren das auch sicher dann teilweise 10, 15 Minuten, wo ich weg war. Also dann sitzt man halt einfach da und merkt nicht, dass die Zeit vergeht. Oder landet in der S-Bahn ganz woanders, als wo man hingehen wollte. Oder ja, es passiert halt dann einfach. Dissoziative Störungen sind ein häufig übersehendes Problemfeld, weil die Patienten sich oft zurückziehen, ein wenig sichtbares Leiden haben. Trotzdem ist es sehr wichtig, genau auf diese Symptomatik einzugehen, wenn sie vorliegt und Behandlungstechniken einzusetzen, die speziell darauf ausgerichtet sind. Also ich ziehe mich von mir selber zurück und ich ziehe mich von der Umgebung zurück, wirklich in einen Bereich, der schwarz ist und ich merke auch nicht, wie die Zeit vergeht oder was in meinem Umfeld passiert. Das ist so einfach das völlige Nicht-Vorhandensein. Die Dissoziation war schon eines der deutlichsten Sachen, dass ich wirklich völlig weggetaucht bin. Oder wenn jemand mit mir geredet hat, dass man teilweise das gar nicht mehr wahrnimmt, was er sagt. Also man kriegt das nicht so mit. Er redet zwar, aber man geht völlig weg von der Situation. Zu den speziell auf die dissoziative Symptomatik ausgerichteten Behandlungsstrategien zählt zum Beispiel das Fördern der Kommunikation nach innen. Das heißt, wahrzunehmen, was in mir gerade passiert. Patienten, die dissoziative Symptome haben, neigen schon in Alltagsstresssituationen dazu, Teile der Wahrnehmung auszublenden, nicht mitzubekommen, was dann noch für innere Wünsche, Belastungen, Nöte sind und sich vielleicht zu überfordern oder einfach das dann auszublenden, was sie dann später einholt als Symptom oder als Gefühl, plötzlich traurig zu werden. Ich weiß gar nicht, woher kommt das. Also sich selbst besser in den Blick zu bekommen und eine bessere Kontrolle über die verschiedenen Bedürfnisse und inneren Wahrnehmungen zu erlangen. Ich habe keine Erinnerung an meine Kindheit gehabt, nur ganz, ganz wenige Fragmente. In einem Gespräch habe ich nebenbei erwähnt, dass mein Vater mir Gewalt auch als Kind angetan hat. Und ab dem Moment hat es, sagen wir, innerlich erstmal sehr gekracht in mir. Also da ging es mir auch echt deutlich schlechter. Man verdrängt ja alles, was einen belastet, gerade als Kind. Das ist auch eine Verhaltensweise. Und es war sehr, sehr schwer für mich, diese Erinnerungen wiederzukriegen. Ein Teil der ganzen Sache war, dass man über sich selber nicht viel nachdenkt oder auch Gefühle, alles verdrängt. Deswegen habe ich mir nicht viel Gedanken gemacht, wenn man, bevor die Erinnerungen wieder kamen, mich gefragt hat, hätte ich gesagt, meine Kindheit war ganz okay. War sie definitiv, aber nicht. Die traumatische Erinnerung hat eine andere Qualität als die normale verarbeitete Erinnerung. Das erklärt, warum diese traumatischen Erinnerungen Symptome machen. Sie sind nicht integriert, sie sind nicht vernetzt mit den Erinnerungen über uns selbst, mit unserem biografischen Gedächtnis und sind sehr wahrscheinlich auch in anderer Weise abgespeichert. Aus den bildgebenden Untersuchungen beispielsweise weiß man, dass bei traumatischem Stress andere Hirnregionen aktiv sind, als wenn man sich an eine belastende, aber verarbeitete Situation erinnert. Kind, dadurch, dass es in der Entwicklung ist, kommt ja in immer wieder neue Entwicklungsaufgaben. Es muss in die Schule, es muss dann den Übergang schaffen, es muss sich von den Eltern lösen und so weiter. Und wenn es eine Traumatisierung erlebt hat, dann sind seine Fähigkeiten, seine zentralen Fähigkeiten, diese Entwicklungsschritte zu gehen, eingeschränkt und behindert, sodass das Kind diese Entwicklungsschritte nicht mehr wird gut gehen können.
Das hat dann zur Folge, dass es diese Leistung, die die Gesellschaft dann erwartet, Schule und so weiter, Autonomie, dass es die nicht gut bringen wird. Das hat zur Folge, dass die Beziehungen des Kindes zu den anderen Menschen sich verschlechtern, weil die in entsprechender Weise dann mit Vorhaltungen und so weiter reagieren werden. Und das hat zur Folge, dass das Selbstkonzept des Kindes, also so wie das Kind sich selber wahrnimmt und sieht, sozusagen in immer düsteren Farben erscheinen wird. Sie war motivationslos, sie kam kaum noch aus dem Bett, sie hat nichts mehr gemacht, einfach sich gehen lassen. Und da habe ich also schon gemerkt, ich muss was machen. Alleine kriegen wir das auf keinen Fall, weil es hat auch mich dann runtergezogen, weil ich immer mit Panik ins Geschäft gegangen bin und ist wieder was, passiert wieder was. Und also es war keine einfache Zeit und ich denke, es muss irgendwas, irgendwo muss ich mir Hilfe holen. Viele wollten eigentlich nur wissen, was passiert ist und nicht, wie es mir geht. Und dann wollte ich einfach mit jemandem reden, der mich versteht, der mir zuhört und der mir Mut zuspricht. Und dann eben war ich bei der psychologischen Beratungsstelle. Das tat mir auch ganz gut, mit jemandem darüber zu reden und gesagt zu bekommen, du bist nicht allein. Es gibt viele, die das haben, die das einfach in das Loch fallen und nicht wissen, wie sie rauskommen. Und wir schauen, wir holen die Hilfe und das geht eigentlich dann ganz schnell. Wir wissen von der posttraumatischen Belastungsstörung, dass es eine sehr chronifizierte Störung ist. Das heißt, ungefähr 50% haben nach 5 Jahren immer noch die Störung, wenn sie sie einmal entwickelt hat. Die geht nicht einfach so weg, sondern im Gegenteil, sie verschafft sich immer mehr Raum. Sie führt dazu, dass Betroffene sich immer mehr in ihrem Lebensraum einschränken. Die Symptomatik muss nicht extrem ausgeprägt sein, damit man sich Hilfe holen darf. Es ist oft schon Beratung sinnvoll, ob denn das, was man erlebt, sagen, außerhalb der normalen Reaktionsbreite liegt. Das Wort Therapie ist eigentlich in dem Sinn gar nicht gefallen. Also es ging immer nur, wenn ich jemanden zum Reden bräuchte oder so wurde das formuliert. Und das war einfach so, dass ich gedacht habe, ich brauche das nicht. Und dass ich dachte, dass das einfach auch mit der Zeit, auch wenn ich das dann öfter erzähle, dass es über dieses Erzählen auch einfach gut ist. Dass ich dann das alleine hinkriege sozusagen. Es war schon meine eigene Entscheidung, das zu machen und auch der Zeitpunkt, wann ich das mache, war meine eigene Entscheidung. Und das fand ich auch sehr gut und ich glaube, das war auch wichtig für mich, dass ich selber an den Punkt komme zu sagen, ich will das jetzt machen und nicht, dass man so sagt, so, ja, alle sagen, ich soll das machen und deswegen gehe ich jetzt mal dahin. Manchmal ist es gar nicht so leicht, einen qualifizierten Traumatherapeuten zu finden, weil in den Therapeutenlisten, die es beispielsweise von der Ärztekammer oder von der Psychotherapeutenkammer gibt, gar nicht genau ausgewiesen ist, welcher Therapeut diese Qualifikation hat oder nicht hat. Dann gibt es Möglichkeiten, im Internet zu recherchieren, bei den Fachgesellschaften nachzuschauen, welche Therapeuten die Qualifikation haben. Und hoffentlich gibt es dann jemanden an Wohnort, der auch oder in der Nähe, der diese Qualifikation hat. Es ist auch immer noch zu einem Stück weit einfach, finde ich, eine persönliche Sache, ob man auch Lust hat, diesem Menschen das alles zu erzählen und sich da irgendwie auch so zu öffnen. Therapeuten sind Fachleute, die natürlich ein bestimmtes Wissen haben. Das haben sie einem Patienten voraus. Dennoch ist es wichtig, sich auf Augenhöhe zu begegnen und diese Inanspruchnahme von Hilfe basiert auf einer Arbeitsbeziehung, auf einer Vereinbarung über Therapieschritte, auf einer Aufklärung, die sehr wichtig ist. Also es ist jetzt nicht der Fachmann, der alles besser weiß und die Patienten nur zu folgen haben, sondern es ist eine beratende, aufklärende und dann unterstützende Funktion von Therapeuten, die am besten auf einer partnerschaftlichen, gleichrangigen Beziehungsebene funktioniert.
Ich hatte gar keine richtigen Erwartungen an diese Therapie, weil ich wenig Vorstellung davon hatte. Also ich habe noch nie eigentlich als Patient jetzt da Kontakt mit sowas, mit einer Art Therapie oder Gesprächstherapie oder Traumatherapie oder sowas gehabt. Ich hatte keine Erwartungen, dass ich gesagt habe, es muss jetzt so ablaufen. Ich war so ein bisschen gespannt, was da jetzt passiert. Ich denke mal, ich hatte viele Gefühle gemischt. Also einerseits die Hoffnung, es geht wieder bergauf, man kann ihr helfen. Und andererseits die Angst, so, was passiert mit einem, wie wird es ausgehen, was wird mit mir gemacht oder was werde ich erleben, wie werden meine Gefühle in dem Augenblick sein. Ja, also man geht eigentlich mit vielen Gedanken und ist man sehr aufgeregt. Die meisten Patientinnen haben natürlich Befürchtungen, was passiert da in der Therapie, kann ich das aushalten, werde ich möglicherweise zu irgendwas gedrängt, was ich nicht aushalten kann. Wir wissen aber auch, und das ist ja Teil der Symptomatik, dass alle Patientinnen mit einer posttraumatischen Belastungsstörung mit diesen Erinnerungsdruck und mit diesen Erinnerungsbildern zu kämpfen haben. Das heißt, jeden Tag erleben die Betroffenen diese Bilder, die sie so belasten, in Albträumen, in Tagerinnerungen. Das heißt, es ist nicht was sehr Neues, was sie in der Therapie erleben, sondern es ist was Geleitetes, was Gemeinsames, was Geschütztes und was Gestütztes. Das ist das, was Kindertraumatherapeuten lernen und lernen müssen. Wie motiviere ich ein Kind, dass es freiwillig und bewusst mit mir an diesem Trauma arbeitet? Man kann mit dem Kind nicht an einem Trauma arbeiten, wenn das Kind nicht weiß, worum es geht und wenn es nicht in irgendeiner Art und Weise zugestimmt hat, mit einem daran zu arbeiten. Das muss man sich jetzt nicht ganz großartig vorstellen. Das kann bei einem 5-Jährigen, der nach einem Autounfall oder medizinischen Eingriff ganz ängstlich geworden ist, kriegt man diese Zustimmung zum Beispiel über so einen Satz wie: Möchtest du wieder so mutig werden wie vorher? Ziele der Traumatherapie sind natürlich die Reduktion der Traumafolgesymptomatik, das heißt der Belastungen, die aus der traumatischen Erinnerung resultieren, und vor allem auch die Verbesserung der Funktionsfähigkeit im Alltag, dass ich also im Alltag besser zurechtkomme, mich besser regulieren kann, die Ängste nachlassen, ich wieder das tun und machen kann, was ich möchte und mich nicht durch diese Krankheit einschränken muss. Ja, Jost, jetzt haben wir über diese Belastung gesprochen, diesen Arbeitsunfall. Mich würde aber auch interessieren, was trotz der Schwierigkeiten, die das mit sich gebracht hat, jetzt im Moment gut läuft bei Ihnen. Was Ihnen Kraft gibt, woran Sie Freude haben. Können Sie mir schildern, was Sie da für Möglichkeiten haben? Also ich habe erstmal eine Familie und wie Sie wissen, ich habe auch einen Sohn. Der nimmt viel in Anspruch. Und auch viele schöne Sachen verbindet mich natürlich mit ihm. Gibt es da Aktivitäten, die Sie gemeinsam mit Ihrem Sohn machen, die Ihnen Freude bereiten? Wir gehen zusammen immer Mountainbike fahren. Also ich habe ein richtig professionelles Mountainbike und er hat letzten Sommer so ein Kinder-Mountainbike bekommen. Und da geht es am Wochenende, wenn schönes Wetter ist, aber auch bei Regenwetter, raus. Wir fahren in den nächsten Ort immer, der ist so 8 Kilometer weit weg. Und das ist schön. Das ist vor allem, es ist die Natur. Ich wohne auf dem Land. Es ist einfach entspannend und schön. Und wenn Sie das so erzählen, kommt dieses gute Gefühl auch auf? Spüren Sie das gerade? Ich spüre den Gegenwind. Den Gegenwind, aha. So, dass man es in Wirklichkeit erleben will. Und es wird lebendig, so, wenn Sie jetzt drüber sprechen. Ja. Aha, wunderbar. Die Ressourcen sind ein Sammelbegriff von Fähigkeiten, von Beziehungen, von positiven Eigenschaften, von stabilisierenden Umgebungsfaktoren, die ein Mensch hat. Mir hilft es ja in den Therapien, die Ressourcenperspektive immer mit einzubeziehen. Das heißt zu schauen, was ist hilfreich, was kann unterstützen, was kann helfen, Distanz zur Belastung zu bekommen, bei Bedarf immer wieder auf diese Ebene zu kommen, um die Belastung nicht zu hoch werden zu lassen und dafür zu sorgen, dass Patienten
immer wieder ein Gefühl von Bewältigung, von Kontrolle, von Steuerbarkeit behalten. Ja, da kam so die Zeit, dass man die Ressourcen jetzt nicht nur für das Innere anwenden kann, sondern langsam auch mal äußere schwierige Situationen anzugehen. Und eine ganz schwierige Situation ist immer in die Ursprungsfamilie zu fahren, weil da halt sehr viele Erinnerungen kommen und die ja ihre Muster nicht geändert haben und ich mich dann praktisch wieder konfrontiert sehe mit den alten Mustern und den alten Erinnerungen. Und da habe ich mir dann so ein Bild ausgedacht, wie im Theater zu sitzen. Auf der Bühne ist meine Ursprungsfamilie. Also ich sitze in echt natürlich schon am Tisch, aber in der Vorstellung. Und ja, meine Mutter legt so die Falle, komm rauf zu uns und komm her, und will mich halt immer hinziehen und ich bleibe aber als Zuschauer sitzen, beobachte das Ganze. Und ganz wichtig, das sehr lange gedauert hat, ich kann auch aufstehen als Zuschauer und gehen, was in der Realität immer sehr schwer ist, weil ich meistens nicht merke, wenn es mir zu viel wird, sondern erst, wenn es schon passiert ist sozusagen. Und dann zu gehen ist fast unmöglich. Es klappt aber jetzt langsam immer besser. Es gibt sogenannte Standardverfahren zur Arbeit an Traumafolgesymptomen, die alle mit konfrontativer Arbeit zu tun haben, die gut empirisch validiert sind, also deren Wirksamkeit sehr gut nachgewiesen ist. Dazu gehören die Expositionsverfahren aus dem klassischen verhaltenstherapeutischen Repertoire, die Verfahren der kognitiven Verhaltenstherapie, wo Konfrontation mit Arbeit an Fehlwahrnehmungen, an Fehleinstellungen bezüglich der eigenen Person oder der traumatischen Situation verknüpft werden, und das EMDR, diese Behandlung, wo man mit Augenbewegungen konfrontativ zusammenarbeitet. Dann würde ich Sie bitten, sich an diese Situation zu erinnern, wie Sie da auf dem Gerüst stehen und arbeiten, zusammen mit dem Gedanken, ich sterbe, mit der Todesangst und dem Druckgefühl auf der Brust. Und wenn Sie innerlich in Kontakt mit der Erinnerung sind, geben Sie mir ein Zeichen, dann geht es mit den Augenbewegungen los. Ja, okay, gut. Auf meine Hand schauen und den Augen folgen, genau. Und beobachten Sie einfach, was auftaucht, ganz egal, was es ist. Schauen Sie es sich einfach an. Das sind alte Erinnerungen, alte Gefühle. Prima. Sehr gut. Jawohl. Bleiben Sie einfach dran. Jawohl. Okay. Prima. Mhm. Gut. Ja. Gut. Und wieder hier orientieren, mal tief Luft holen. Genau. Kommt alles wieder hoch. Kommt alles wieder hoch. Was taucht auf? Also komischerweise sehe ich immer dieses Ventil und gleichzeitig damit das Spüren dieses Druckes, der dann letztendlich zu dem Sturz geführt hat. Okay, gut. Kannst du es mal wahrnehmen, weiter dranbleiben. Gut. Prima. Jawohl. Okay. Gut. Okay. Gut. Wieder Luft holen, hier orientieren. Jawohl. Ist anstrengend, ist klar. Was taucht auf? Was verändert sich? Komischerweise taucht der Sturz auf, das Fallen. Das Gefühl beim Fallen? Ja. Und der Aufprall. Okay. Prima, bleiben Sie weiter dran, nehmen Sie es einfach wahr. Okay. Gut. Sehr gut. Ja. Prima. Gut. Jawohl. An sich war das auch sehr anstrengend. Also das zu erzählen, in die Tiefe zu gehen, auch über auch teilweise Wörter oder, sage ich mal, die Gefühle in Worte zu fassen. Manchmal ist es ja nicht einfach nur Traurigkeit, manchmal ist man auch wütend oder man ist verletzt oder man ist hilflos. Es gibt ganz viele Facetten davon und das fand ich auch manchmal sehr schwierig, da die richtigen Worte für zu finden. Wie habe ich mich genau gefühlt in der Situation? Wenn man selber das Gefühl hatte, ich möchte es nicht mehr sehen, dann durfte man die Bilder auch kurz beiseite schieben und sagen, ich muss kurz durchatmen, das belastet mich jetzt zu sehr. Und es kam auch, also zeitweilig Tränen, aber das ging dann. Also ich musste nicht so weinen, wie ich eigentlich sonst immer geweint hatte. Also ich war ja dabei, auch während der Sitzung.
konnte sie da auch beobachten und habe dann ihre verschiedene Phasen auch mitgekriegt und durchgemacht. Und also manchmal wieder war ich wirklich der Meinung, jetzt hört sie völlig auf zu atmen und fällt gleich um. Die Bilder wurden zu einem auch dunkler, haben sich schattiert im Kopf und ich war da sehr fasziniert davon. Also ich hätte nicht gedacht, dass das wirklich passiert, weil für mich waren die Bilder immer da, sie waren klar, so wie an dem Tag, wo ich es erlebt habe. Und da sind die immer weiter weggewandert. Ja, also sehr faszinierend. Als wir da draußen waren, hat sie erst mal mir alles erzählt, was sie jetzt so durchgemacht hat. Und man hat es dann auch richtig plumse gehört. Es ist ein Stein gefallen, das hast du richtig gemerkt. Wichtig ist, dass das Kind mit dem Trauma emotional in Kontakt kommt. Das ist die Grundvoraussetzung. Nur wenn das Trauma emotional aktualisiert wird, wie die Psychologen das nennen, ist auch Veränderung möglich. Und dann muss man das in einen sogenannten ressourcenvollen Kontext stellen. Das heißt, es muss irgendetwas dabei sein, dass das Kind nicht nur im Trauma ist, sondern irgendwie eine Art Abstand dazu hat. Und wenn es diesen Abstand dazu hat, dann ist Verarbeitung möglich. Dann kann das Trauma auch sozusagen zu einer normalen, schlimmen Erinnerung werden, im Gedächtnis abgelegt werden und es ist vorbei und hat keine Auswirkungen mehr. Ja, es ist wirklich, dass ich plötzlich also eine Sitzung durch hatte und dann bei der nächsten Sitzung plötzlich da hockt und irgendwie gesagt habe, jetzt ist es anders, ich nehme es anders wahr, es löst nicht mehr so viel in meinem Körper aus, kein Schwitzen anfangen, kein trockenen Mund oder so. Diese Erinnerung wird dann plötzlich einfach zu einer normalen Erinnerung, schlagartig. Und dann stellt man fest, okay, jetzt ist es anders. Plötzlich ist diese Erinnerung anders. Die Erinnerung ist da, es ist weiterhin schrecklich, bloß es löst einfach nicht mehr so viel in einem aus. Das hat mich schon erstaunt, wie schnell es mir besser ging, gerade weil man ja irgendwie nicht das Gefühl hat, dass eigentlich so besonders viel gemacht worden ist. Also man hat natürlich darüber gesprochen und das mit diesen Augenbewegungen, aber eigentlich so für mich, ich bin eigentlich ja so ein Schulmediziner, ne? Ich spritze immer irgendwelche Medikamente, man verschreibt irgendwelche Pillen oder sowas. Sowas hat ja alles gar nicht stattgefunden und trotzdem ging es mir wirklich sehr viel besser. Medikamente haben durchaus einen Stellenwert in der Behandlung von Traumafolgestörungen. Es ist aber sehr gut untersucht, dass die psychotherapeutische Behandlung wirksamer ist und eben auch anhaltend wirksamer ist und dass die medikamentöse Behandlung nur zusammen mit einer psychotherapeutischen Behandlung Sinn macht, wirklich. Es gibt Behandlungssituationen, in denen auch stationäre Behandlungen notwendig werden, Krisensituationen bei entsprechender Instabilität. Sonst kann man schon sagen, dass die ambulante psychotherapeutische Behandlung Behandlung der Wahl ist. Es sind derzeit verschiedene Verfahren, die angewandt werden. Zentral in allen Verfahren ist eine je nach Verfahren abgestufte Form der Traumakonfrontation. Konfrontative Arbeit an der belastenden Erinnerung unterscheidet sich bei Einmaltraumatisierungen und bei komplexen Traumafolgestörungen eigentlich nicht. Aber der Rahmen der Behandlung ist unterschiedlich. Die Notwendigkeiten zur Stabilisierung sind unterschiedlich und oft auch die Behandlungsdauer ist unterschiedlich. Am Ende der Therapie habe ich mir mal so die wichtigsten Bilder rausgesucht und habe mir gedacht, ich mache so wie einen Film. Der soll dann den Film, der im Kopf immer abgelaufen ist, praktisch gute Bilder dagegen setzen. Und ich habe die Möglichkeit bekommen, im Gasteig auszustellen, also in einer Gruppenausstellung. Und habe mir dann einfach gedacht, ich mache jetzt da eben 15 Steps, die wichtigsten Schritte, um anderen Betroffenen Mut zu machen, sich vielleicht zu orientieren, wo sind sie jetzt gerade, anderen Leuten, die keine Ahnung haben von Trauma, vielleicht einen kleinen Einblick zu geben, was es bedeutet, Missbrauch erlebt zu haben. Und ich konnte auch am Anfang gar nichts erklären zu den Bildern, nur vielleicht meiner besten Freundin, wenn kein anderer in der Nähe war. Und ja, es waren jetzt öfters Ausstellungen schon, weil dann haben es doch viele Leute gesehen und haben angefragt sogar, die noch woanders ausstellen zu dürfen.
Und mit jedem Mal, wo ich es irgendjemandem erzähle, wird es ein Stück mehr verarbeitet und kommt ein Stück mehr, dass ich drüber reden kann. Das trifft nicht nur den Einzelnen, es trifft uns alle, wenn Traumatisierungen geschehen. Und es ist eine gemeinsame gesellschaftliche Aufgabe, damit umzugehen und Möglichkeiten der Hilfe zu finden. Wir wissen, dass unaufgearbeitete Traumata eher die Tendenz haben, sich zu reproduzieren. Das nennt man auch transgenerationalem Effekt von Traumata. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass nachfolgende Gesellschaften das weiterleben sozusagen, meist in abgewandelter Form, aber nicht weniger schädlich, ist extrem hoch, wenn wir nicht mit einem Bewusstsein und mit entsprechendem Einsatz uns diesem Thema widmen. Ich habe als Kind nicht Fußball gespielt, geschweige denn andere Sachen gemacht. Ich wollte einfach immer schon Kampfsport machen. Aber vielleicht wirklich daraus heraus, dass ich mich halt selber schützen wollte. Mich wehren wollte gegen das, was mir angetan wurde, von ganz klein auf. Und ja, da habe ich sowas wie die große Liebe in meinem Leben gefunden. Also es hat meinem Leben Sinn gegeben, selbst wenn es mir schlecht ging, bin ich in den Sport gegangen und mir ging es dann auch besser. Wo ich jung war und noch nicht so diszipliniert, habe ich habe zwar nie, sagen wir mal, Ärger gesucht, aber es doch ermöglicht, den Leuten ihn zu finden. Das Traurige daran ist, dass ich ganz klar gemerkt habe, dass ich selber nicht so ein Mensch bin. Aber da hilft einem die Therapie auch weiter. Also beide Seiten. Einmal das Negative und das wieder verarbeiten zu können und auszugleichen. Und auf der anderen Seite auch das Positive zu erkennen. Es ist ja nicht alles schlecht oder alles negativ. Oder auch an einem selber nicht alles schlecht und alles negativ. Es sind auch gute Sachen aus einer schlechten Ausgangsbasis in mir entstanden. Und die muss man halt auch erkennen. Was ist passiert, ist auch ein Kapitel, das ich jetzt abgeschlossen habe. Ein bisschen was verändert hat sich, aber Veränderungen gehören eigentlich zum Leben. Ich glaube, dass es für meine Arbeit schon was Positives hat. Ja? Also ich glaube, dass ich der Anästhesist, der ich später bin, das ist ein besserer als der ich vorher war. Ja? Weil ich einfach noch einen Blick für andere Dinge bekommen habe. So schnell wie die Welt sich verändert, brauchen wir Menschen, die im Vollbesitz ihrer Kräfte sind sozusagen, die reagieren können auf schnelle Veränderungen, die autonom sind, die mit schwierigen Umständen gut umgehen können. So, es werden schwierige Umstände auf uns zukommen und im Prinzip sind immer zwei Reaktionsweisen möglich. Es geht so wie früher über Ausgrenzung von Minderheiten und. Und Menschen, die traumatische Erfahrungen erlebt haben, sind Fachleute im Abspalten von unangenehmen Gefühlen. Die werden eher dazu neigen, auch gesellschaftlich Gruppen auszugrenzen und so weiter. Und wir brauchen Menschen mit guten Lebenserfahrungen, mit Hoffnung, mit Zuversicht, mit Tatkraft, mit Lebensfreude. Ja, Heilung bedeutet für mich, dass mich diese Traumasymptome nicht mehr den Alltag bestimmen und den Schlaf bestimmen, sondern dass die halt nur noch in schwierigen Situationen kommen und dass ich sie dann handeln kann. Aber dass es jetzt so ist, wie es ist, hätte ich nie gedacht. Also habe ich nicht im geringsten Traum vermutet, dass es so weit kommt und auch, dass ich jetzt da an die Öffentlichkeit gehen kann damit und vielleicht anderen Mut machen kann dadurch. Das hätte ich mir vor 2 Jahren noch nicht vorstellen können. Und ich würde jedem empfehlen, seinen Weg zu finden. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man nicht sagt, ja, das ist es jetzt oder das ist es jetzt. Und dass es auch ganz lang dauern kann, bis man den richtigen findet. Aber wenn man dann das Gefühl hat, so, das könnte jetzt passen, dann auf jeden Fall durch.